Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du so einen hübschen Schmuckbeutel nähen kannst. Ich nehme den Beutel gerne mit auf Reisen. Oder natürlich auch als Geschenkverpackung ist er sehr schön. Also man sieht, hier in der Mitte ist richtig schön viel Platz für größere Sachen. Und an der Seite hat man dann noch so 8 Fächer für Ringe, Ohrringe oder anderes. Hier am Rand ist so eine Fake-Paspel eingearbeitet und das sieht dann auch besonders schön aus, wenn man den Beutel so zuzieht. Viel Spaß beim Nähen und Zuschauen! Du kannst die Schnittteile ganz einfach mit dem Schnittmuster zuschneiden. Das gibt's kostenlos bei mir im Shop oder nach den Angaben, die hier beistehen. Die Stoffe für außen, für innen, zweimal das Volumenvlies, einen Stoffstreifen und 2 kleine Fließstücke für die Knopflöcher, zweimal Band. Los geht's mit den Knopflöchern für den Tunnel. Ein Teil einmal so mittig aufeinander legen und über die Kante streichen und auf dieser Linie rechts und links jetzt Markierung für das Knopfloch machen. 3 cm vom Rand wird ein 1 cm langer Strich gezogen. Auf der anderen Seite genauso. Unter diese Stelle wird jetzt die Bügeleinlage gebügelt. Ich markiere jetzt hier schon mal mit Nadeln den Anfang vom Knopfloch, weil ich das nachher sonst unterm Nähfuß, unter diesem Knopfloch-Nähfuß nicht so gut erkennen kann. Ich nehme das Standard-Knopfloch. Als nächstes schneidest du die Knopflöcher auf. Mit diesen Teilen geht es jetzt ans Bügelbrett. Das Vlies wird mittig auf die linke Seite der beiden Stoffteile gebügelt. Bei dem Streifen wird eine Seite, eine kurze Seite, 1 cm links auf links geklappt und gebügelt und dann werden die langen Kanten aufeinander gelegt und so aufeinander gebügelt. Mit der gebügelten Seite wird die Paspel jetzt, also die offene lange Kante, an die Kante der Rundung gesteckt. Ich klammer hier den Anfang so ein bisschen und den Rest mache ich dann direkt unter der Nähmaschine. Nun wird es also aufeinander genäht, aber man beginnt nicht ganz am Anfang, sondern lässt so circa 2 cm erstmal frei. Wenn man dann den Anfang fast erreicht hat, lässt man die Nadel erstmal im Stoff stecken und schneidet den Streifen so lang ab, dass er da unter das andere Paspelband passt. Also man klappt das dann auf und legt
die noch zu nähende Paspel dort hinein, klappt es wieder zu und näht dann zu Ende. Und die Naht verriegeln. Ich habe hier einmal kurz drüber gebügelt und nun kommen die beiden Teile rechts auf rechts. An ein paar Stellen klammern und dann eine Wendeöffnung markieren. Ich versuche, die möglichst klein zu halten, so 4 cm reichen mir, weil ich das nachher von Hand zunähe, die Wendeöffnung. Und das ist nicht so meine Lieblingsaufgabe. Die beiden Teile nun also mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander nähen. Jetzt wenden und dann den Rand etwas ausstreichen und dann die Wendeöffnung schließen. Dafür benutze ich jetzt den Leiterstich. Also ich bin nicht super geübt da drin, aber ich versuche es, weil ich einfach finde, dass es schöner aussieht. Und zwar gehe ich in der Nahtzugabe innen oben an den Rand und nähe immer auf der Paspel und dann wieder auf dem Stoff, bis ich am anderen Ende angelangt bin. Dort verknote ich den Faden und dann geht's weiter. Ich habe einmal drüber gebügelt und jetzt geht es weiter, nochmal 2 Nähte ringsherum. Einmal vom oberen Rand des Knopflochs aus parallel zum Rand und dann vom unteren. Ich beginne mit der Naht hier an dem äußeren Ende vom Knopfloch und gucke, bis wohin der Rand von dem Stoffstück geht, und dann schiebe ich das so langsam immer im gleichen Abstand einmal rum und dann die Naht verriegeln. Dann gehe ich an das andere Ende und hier kann ich mich dann halt mit dem zum Abstand der ersten Naht orientieren und einmal rumnähen. Jetzt geht es mit diesen Teilen weiter. Die werden rechts auf rechts geklammert und auch dort wird eine Wendeöffnung markiert. 3 bis 4 cm. Dann einmal ringsherum zusammennähen. Jetzt wenden und den Rand wieder ein bisschen ausstreichen und dann die Wendeöffnung schließen wie vorhin bei dem großen Teil. Ich habe hier schon mal drüber gebügelt und jetzt kommen die beiden Teile aufeinander. Dort sind die Knopflöcher, die kommen nach unten und dann kommt das rosane Teil mittig auf das Blumenteil. Die beiden Teile werden gleich aufeinander genäht. Und damit das schön gleichmäßig wird, kannst du dir hier mit der Schablone so den Kreis in der Mitte markieren. Und dann sind da an der Schablone noch diese kleinen Striche, wie die Fächer gleich genäht werden. Da kannst du auch jeweils eine kleine Markierung machen und das Ganze dann mit Nadeln immer in die Richtung feststecken.
Dann wird gleich erstmal der Kreis genäht und dann die einzelnen Fächer. Ich habe noch überlegt, ob ich jetzt Kontrastgarn nehmen soll oder halt doch noch einen farblich passenden aussuche, aber ich bleibe jetzt bei Schwarz. Ich nähe jetzt einmal entlang der Linie ringsherum. Etwas über den Anfang hinweg nähen und die Naht verriegeln. Und dann von den Markierungen aus die einzelnen Fächer abstippen. Als letztes kannst du jetzt einmal von rechts und einmal von links einen Faden durchziehen. Am Ende den Faden verknoten, die Enden abschneiden und das war's. Ich hoffe, mein kleiner süßer Schmuckbeutel gefällt dir und vielleicht hast du Lust bekommen, ihn zu nähen. Dann schau doch mal in meinem Shop vorbei. Dort gibt es ganz neu dieses kostenlose Schnittmuster. Natürlich freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und vielleicht hast du auch Lust, einen Kommentar zu schreiben. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!